Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch aus gegebenem Anlass, aus Solidarität, eine ukrainische Spezialität. Und zwar die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Kiewer Torte. Sie ist entstanden durch eine Unachtsamkeit der Lehrlinge einer Konditorei. Sie haben einfach das Eiweiß in der Küche vergessen und es nicht in den Kühlschrank gestellt. Und am nächsten Tag war das Eiweiß natürlich etwas fermentiert. Und um diese Unachtsamkeit dann zu verstecken, wurden aus diesen Eiweißen dann Baiser-Böden gebacken und diese einfach mit einer leckeren Crème Patissiere gefüllt. Und genauso ist nun auch unsere Torte aufgebaut. Sie besteht aus zwei knusprigen, nussigen Baiser-Böden. Nussig, weil in diese Torte auch noch Cashewnüsse gehören, ganz klassisch. Man kann sie auch mit anderen Nüssen backen, aber klassischerweise müssen es Cashews sein. Und dazwischen kommt die fantastische Crème Patissiere oder auch echte Konditorcreme. Diese in zwei Varianten, nämlich Vanille und Schoko. Schoko außenrum. Und diese Torte ist sehr knusprig und cremig zugleich, also etwas ganz Außergewöhnliches. Ja, und wir starten gleich mit der Zubereitung der Baiser-Böden. Ja, und hier habe ich meine 6 Eiweiß, die habe ich mir gestern schon getrennt und gerade nur lose abgedeckt und in der Küche stehen lassen. Und man sieht auch, es bubbelt so ein bisschen. Das ist nicht schlimm, keine Sorge, das könnt ihr auf jeden Fall so machen. Sie sollten ja jetzt nicht tagelang draußen stehen, sondern wirklich nur diesen einen Tag. Das geben wir uns jetzt in eine absolut saubere Schüssel. Wir fügen natürlich eine Prise Salz hinzu. Wer mag, kann noch einen Spritzer Zitronensaft hinzufügen. Ungefähr einen Teelöffel. Ich presse mir den jetzt einfach hier frisch aus. So, und nun werden wir uns die Eiweiß anschlagen, bis sie schaumig sind. Und dann lassen wir uns wie gewohnt einfach den Zucker einrieseln, so peu à peu. Und schlagen weiter, bis die Masse glänzt und umfallende Spitzen zeigt. Dann ist sie richtig. Das dauert so nach dem Hinzufügen des Zuckers ungefähr 3 bis 5 Minuten. Also erst anschlagen. Und ihr seht, jetzt ist die Masse wunderbar schaumig. Es bilden sich tausende von kleinen Bläschen durch die Luft, die wir hineinschlagen. Und jetzt haben wir hier unseren Zucker und zwar 120 Gramm. Und die lasse ich jetzt einfach so nach und nach beim Schlagen einrieseln. So, und so wäre die Masse jetzt noch nicht fertig. Der Zucker ist zwar schon drin, aber wir müssen noch weiter schlagen, ungefähr 3 bis 5 Minuten, bis die Masse wirklich richtig fest ist und umfallende Spitzen zeigt. Und ich gebe jetzt auch noch etwas Vanille hinzu. Das ist optional, einfach so einen Teelöffel ungefähr. Und schlag mir das Ganze richtig steif. Und immer mal zwischendurch prüfen, wie sehen die Spitzen aus. Und so langsam ist die Masse richtig. Ich schlage jetzt noch so 1 bis 2 Minuten weiter. Dann müsste es so sein, wie ich es haben möchte. Und ihr seht, jetzt ist es langsam so weit, dass wir die richtige Konsistenz haben. Das ist wie beim Biskuit. Wir heizen uns natürlich auch den Ofen schon mal vor. Das am besten gleich zu Anfang tun. Auch die Nüsse sollten jetzt schon fertig sein und alles sollte parat stehen, damit diese Masse nicht so lange stehen muss. Ich schlage jetzt noch 1 Minute weiter, dann ist es fertig und dann können wir uns auch schon die Mehl-Nuss-Zuckermischung hinzufügen. Ja, und die Nüsse, die Cashews, ganz einfach in einer Pfanne oder im Topf ohne Fett rösten, bis sie duften. Nicht zu lange auf jeden Fall dabei bleiben und dann kurz einfach mit dem Messer grob hacken, gröber oder feiner, ganz wie ihr wollt. Ihr erkennt, dass die Nüsse fertig sind, wenn sie so schöne braune Stellen bekommen und leicht zu duften anfangen. Dann können wir sie uns auch gerade schon umfüllen und sie uns abkühlen lassen und später grob hacken. So, ihr seht, die Spitze fällt nur noch langsam um und die Masse glänzt schön. Jetzt ist die Meringue richtig und wir können uns die weiteren Zutaten hinzufügen. Die Nüsse sind jetzt geröstet und grob gehackt. Ihr könnt sie auch feiner hacken, aber ich liebe es, wenn man noch etwas auf Stückchen beißt und so ist es auch original gedacht.
Das sind 150 Gramm Cashewnüsse gewesen. Und dazu kommen jetzt 35 Gramm Mehl und 100 Gramm Zucker. Und das wird jetzt nur gerade miteinander vermengt, dass wir eine homogene sozusagen Beigabe haben, dass das Mehl sich gut vermengt mit dem Zucker und dass die Nüsse auch schön umhüllt sind von dem Mehl und dem Zucker, denn dann verteilen sie sich einfach besser in der Meringue. Und das Ganze wird jetzt unter unsere Eiweiß-Zuckermasse gehoben. Wir geben uns die Nüsse jetzt in 2 Portionen hinzu. Und heben die gerade schön sanft von oben nach unten, wie immer bei Biskuit, unter. Dabei die Schüssel so ein bisschen auch drehen und einfach sanft mit der Masse umgehen, denn wir wollen ja den Stand, den wir uns jetzt reingeschlagen haben, nicht wieder rausrühren. Sehr, sehr wichtig. So. Und der zweite Teil. Es kann auch in 3 Portionen sein. Und wieder unterheben. Wenn alles schön miteinander verrührt ist, dann sofort aufhören zu rühren und wir können unsere Masse in die beiden Formen verteilen. So, das sind meine beiden Formen. Wenn ihr nur einen Tortenring habt, dann ist es auch nicht schlimm, dann müsst ihr das Ganze nacheinander backen. Beziehungsweise ihr könnt natürlich auch die Masse hier einstreichen in einen Ring und dann vorsichtig hochziehen. Wenn sie schön steif ist, bleibt sie so auch stehen. Aber sie verliert doch beim Backen etwas ihre Form. Deswegen rate ich euch einfach zu 2 20er Tortenringen. Ich habe mir die beiden Tortenringe ganz leicht eingefettet, auch das Backpapier ganz leicht, damit es einfach nachher besser abgeht. Genau, und das Ganze steht bei mir auf dem Kuchengitter, weil es sonst nicht reinpassen würde. Ihr könnt aber auch ein Backblech verwenden. Wir füllen uns jetzt unsere Masse zu gleichen Teilen hier in die Formen. Solltet ihr die Böden nussiger haben wollen oder etwas weniger crunchy, könnt ihr natürlich die Nüsse auch stärker verkleinern. Jetzt streichen wir uns das Ganze noch schön glatt. Wenn die Nüsse kleiner sind und nicht so großstückig, sage ich mal, dann kann man die Masse auch in einen Spritzbeutel füllen und sich ganz wie es üblich ist einfach Dacquoise-Böden aufspritzen. Natürlich versuchen, so glatt wie möglich zu streichen. Wenn ihr 2 separate 20er Springformen habt, geht es noch einfacher. Die könnt ihr dann vernünftig drehen. Die Böden sind fertig glatt gestrichen. Sie können jetzt in den auf 150 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizten Ofen, 120 Grad Umluft und müssen ungefähr 1,5 bis 2 Stunden backen. Es ist ja eher ein Trocknen als ein Backen und da muss man sich einfach die Zeit nehmen. Am Ende habt ihr wunderschöne, knusprige Baiser-Böden. Ich stelle das Ganze erstmal auf 90 Minuten und schaue dann mal, ob die Böden schon trocken genug sind. Die werden nachher noch sowieso einfach liegen bleiben auf der Küchentheke und weiter trocknen. Wenn ihr die Böden feuchter haben wollt, müsst ihr sie natürlich nicht so lang backen. Und dann haben sie innen drin noch einen feuchten Kern. Aber traditionell wird diese Torte so gebacken, dass die Böden wirklich trocken gebacken werden, also knusprig. In der Zwischenzeit, während unsere Böden nun lange backen müssen, können wir uns schon mal die Grundlage der leckeren Konditorcreme herstellen. Und zwar ist das eine Art Pudding, der aus den restlichen 6 Eigelb, Milch, Vanille und Stärke gekocht wird und natürlich Zucker. Zuerst kümmere ich mich jetzt um die Milch und lasse die gerade mit etwas Vanille einmal aufkochen und dann etwas ziehen. Ja, und hier ist unsere Milch im Topf. Ich habe mir den Topf vorher kalt ausgespült, ein Trick von meiner Großmutter. Dann brennt die Milch nicht so leicht an. Dann gebe ich noch meine Vanille hinzu. Ihr könnt auch stattdessen eine Vanilleschote dazu hineingeben, eine halbierte. Und das Ganze gerade aufkochen einmal und dann 5 bis 10 Minuten ziehen lassen.
Und sobald die Milch so schön zu dampfen anfängt, sie muss nicht unbedingt kochen, dann können wir sie eigentlich auch schon abkühlen lassen und sie dann nachher zu unserer angerührten Eiermasse geben. Das Wichtige ist einfach nur, dass sie so ein bisschen ziehen kann, dass sich die Vanille schön in der Milch verteilt. So, während unsere Milch nun etwas ziehen darf, können wir uns hier schon die Eigelbe, die 6 in eine Schüssel geben. Und die werden jetzt mit dem Zucker, das waren 100 Gramm, und den 30 Gramm Speisestärke verrührt. Sollte das Ganze zu dick werden, kann man auch noch ein Löffelchen Milch hinzufügen. Wunderbar, also es ist eine dicke Masse entstanden. Und hierzu werden wir jetzt die etwas abgekühlte und gezogene Milch hinzurühren, peu à peu hinzufließen lassen unter ständigem Rühren. Und dann muss das Ganze nochmal eine Runde aufgekocht werden. Somit ist dann unsere Grundlage für die Konditorcreme fertig. Ja, sehr schön. Jetzt können wir uns die Milch hinzugeben. Die habe ich mir gerade umgefüllt, das ist dann einfacher. Einfach gerade unter Rühren zufließen lassen. Das Eigelb soll sich langsam an die Milch gewöhnen und natürlich nicht stocken. Wunderbar. Das Ganze kommt jetzt wieder zurück in den Topf und darf noch mal eine Runde aufkochen. So, die Creme zurück in den Topf geben. Und unter Rühren aufkochen lassen. Die Hitze nicht zu hoch stellen, bei milder Hitze aufkochen und dann das Ganze 1 Minute ungefähr kochen lassen. Und die Hitze kann jetzt auch schon ausgestellt werden. Das Ganze ist schön angedickt. Und wenn die Creme so schön aussieht, unsere Grundlage für die Crème Pâtissière, dann können wir sie umfüllen in unsere vorher benutzte Schüssel und sie gerade mit Frischhaltefolie direkt auf der Creme abdecken und abkühlen lassen. Los geht's! Die Creme umfüllen. Und ihr seht, wunderbar geworden. Gerade ein bisschen glatt streichen, damit unsere Frischhaltefolie jetzt gut darauf kann, dass die Creme ohne Haut abkühlen kann. Und die Frischhaltefolie geben wir uns jetzt gerade hier direkt auf die Creme. Schauen, dass keine Luft drunter eingeschlossen ist. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Pudding mit Ei und den stelle ich mir jetzt raus auf den Balkon, dann geht es einfach schneller. So, unser Pudding darf auf dem Balkon oder einfach über Nacht abkühlen. Nach der Trockenzeit sehen unsere Baiser-Böden jetzt nun so aus. Ja, sie sind auf jeden Fall durchgebacken. Das merkt man, wenn man so draufklopft und es ein bisschen hohl klingt. Und wir lassen sie jetzt am besten einen Tag einfach mal noch ruhen, sozusagen an der Luft trocknen. Dann sind sie richtig zum Zusammenbau der Torte. Und während dieser Zeit können wir uns auch unseren Pudding auf Zimmertemperatur dann abkühlen lassen, ganz in Ruhe. Und einfach die Butter auch schon daneben legen, sodass alles die gleiche Temperatur hat. Das ist sehr wichtig, damit dann auch unsere leckere Konditorcreme gelingen kann. So, wenn die Böden etwas abgekühlt sind, so ungefähr nach 10 Minuten, ihr könnt sie aber auch einen Tag stehen lassen, das geht auch, dann können wir uns hier vorsichtig die Ringe hochnehmen. Eventuell mit einem Messer nochmal drum rumfahren, wenn es irgendwie kleben sollte. Und die Krümel, die dabei entstehen, die werden wir uns alle auffangen und am Schluss für die Randdekoration verwenden. So, Nummer 1 und Nummer
2. Bei mir dürfen jetzt die Böden noch einen Tag trocknen. Ich lasse sie jetzt einfach im ausgeschalteten Backofen stehen. Die dürfen jetzt noch so ein bisschen durchtrocknen, aber eben ganz sanft. So, die Creme war bei mir über Nacht auf der Küchentheke, genauso die Butter. So haben beide die gleiche Temperatur. Sehr wichtig für die Herstellung der Creme, damit da nichts gerinnt. Im Hintergrund seht ihr auch die Böden. Ja, und wir machen uns jetzt an die Zubereitung unserer leckeren Crème Pâtissière, der echten Konditorcreme in Vanille und Schokolade. So, und als erstes geben wir uns die 250 Gramm Butter, sehr weiche Butter, in die Schüssel. Und die schlagen wir uns jetzt erstmal weißschaumig, das heißt 10 bis 15 Minuten. So, wenn die Butter so schön weißschaumig ist, genau so sollte sie ungefähr aussehen. Jetzt werden wir uns hier löffelweise den Pudding hinzugeben und am Ende haben wir eine wunderschöne Crème Pâtissière oder echte Konditorcreme. So, und hier ist unsere Creme, auch schön abgekühlt. Und sie ist jetzt so richtig schön fest geworden. Wer mag, kann sie auch noch mal ein bisschen durchrühren gerade, dass sie so ein bisschen luftiger wird. Die ist natürlich jetzt durch das Abkühlen, wird die dann richtig schön fest. Und das verursacht dann auch guten Stand für unsere Creme, auch zum Verzieren nachher. So, perfekt. Jetzt können wir sie zufügen. So, ersten Löffel dazugeben. Oder erste 2 Löffel. Die haben ja auf jeden Fall dieselbe Temperatur. Da kann eigentlich nichts passieren. Und verrühren. Und den nächsten und das Ganze immer so weiter, bis unsere Puddingcreme verbraucht ist. Und unsere wunderbare Konditorcreme ist fertig. Wahnsinn! Eine schöne Konsistenz, schön glatt, schön luftig und ich sag euch, die schmeckt mega, mega lecker. Diese Creme, das ist ein Grundrezept, das könnt ihr in alle möglichen Torten verwenden. Ihr könnt diese Creme natürlich auch in einer Biskuittorte verwenden und die kann man jetzt noch schön aromatisieren mit einem Rum oder Cognac, wenn ihr wollt. Gerade noch einmal unterrühren. Und unsere Creme ist fertig. Jetzt wird die in 2 Teile geteilt, denn wir brauchen ja eine Schokocreme und eine Vanillecreme. Die Vanillecreme ist ja diese und die Schokocreme, da werden wir einfach noch Kakao oder geschmolzene Schokolade hinzugeben. Je nach Geschmack, den Backkakao ungefähr 10 bis 30 Gramm. Und für die geschmolzene Schokolade könnt ihr 50 bis 100 Gramm geschmolzene und abgekühlte Schokolade verwenden. So, die Hälfte der Vanillecreme habe ich mir schon abgenommen. Ein bisschen was habe ich mir auch noch in ein extra Gefäß abgefüllt. Das ist für die Dekoration später. Und hier haben wir jetzt die geschmolzene Schokolade. Wie gesagt, ihr könnt auch Kakao verwenden. Da geben wir uns ein bisschen was dazu. Die sollte schön abgekühlt sein möglichst. Erstmal so ein bisschen was, vielleicht die Hälfte. Ich habe jetzt hier 100 Gramm geschmolzen und probiere jetzt einfach mal aus, wie mir die Creme am besten gefällt. Der Vorteil bei Kakao ist, dass man da nicht aufpassen muss, dass die Temperatur dann stimmt. Sehr lecker, da kann noch ein bisschen was dazu. Und ich habe jetzt Zartbitterschokolade verwendet und ich denke, das ist auch gut so, denn sonst wird das Ganze zu süß. Ja, 100 Gramm sollten es schon sein. Unsere Cremes sind fertig und wir können die Torte füllen und dekorieren. So, jetzt kommen unsere Böden dran. Die habe ich mir gerade von etwas Krümel befreit. Krümel nicht wegwerfen, sondern die brauchen wir nachher für die Dekoration. So, wir geben uns etwas von der Creme hier auf den Boden, damit da nichts verrutscht. Einfach gerade so ein kleines Döpschen. Und hier kommt jetzt unser erster Boden drauf. Gerade ein ganz bisschen andrücken. Und ihr seht, hier habe ich mir an den Seiten so ein bisschen abgeschraffelt. Der Boden ist eigentlich sehr schön gerade, aber was so ein bisschen überstand, habe ich mir weggenommen und das habe ich als Krümel aufgefangen. Jetzt kommt hier die Vanillecreme auf den Boden.
Erstmal so ein bisschen was, dass wir sehen, wie viel wir brauchen und dass wir vielleicht noch ein bisschen was, wie gesagt, für die Dekoration zurückbehalten. Und die streichen wir uns natürlich schön glatt. Und die Creme ist so schön fest, dass wir keinen Tortenring benötigen. Und wenn überall gleichmäßig eure Creme verteilt ist, dann können wir uns den zweiten Boden aufsetzen. Das ist unser zweiter Boden und den drehen wir uns jetzt so rum, dass die glattere Seite nach oben zeigt. Und drücken ihn vorsichtig etwas an. Schauen, dass die Torte wirklich gerade aufeinander sitzt. Ihr wisst schon, wenn ihr ungerade stapelt, wird die Torte auch ungerade, logischerweise. Jetzt kann man noch korrigieren. Auch bei diesem Boden habe ich mir die Krümel abgeschnitten, also die Unebenheiten, und aufgefangen. Für die Dekoration nachher. Jetzt brauchen wir hier unsere Schokoladencreme zum Eindecken des Ganzen. Und auch hier nehmen wir jetzt nicht alles von der Schokoladencreme, denn wir brauchen noch etwas für die Dekoration natürlich. Wir geben uns erstmal so einen größeren Batzen hier oben auf und machen erstmal die Krümelkruste, sodass all die Krümel, die wir jetzt hier an dem Boden vielleicht noch haben, schön gebunden sind und uns nicht stören. Oh mein Gott, wie lecker ist bitte diese Torte. Hier oben kommt eine etwas dickere Schicht drauf und an den Seiten die dünnere Schicht. Schauen, dass alle Löcher jetzt verdeckt werden. Und dass das Ganze schön gerade wird. So, wenn die Torte so schön einmal außen abgezogen ist, dann könnt ihr noch hier oben den überstehenden Rand wieder zur Mitte hinweg streichen, dabei den Tortendrehteller drehen. Dann ist die restliche Creme schön in der Mitte, zwischendurch die Palette sauber halten. Und das macht ihr so lange, bis ihr zufrieden seid und eure Torte möglichst gerade ist. Und hier habe ich jetzt meine restlichen Brösel von den Böden. Und falls das nicht reicht, das ist nämlich bei mir jetzt nicht so viel, weil die Böden recht glatt waren, gebe ich einfach noch etwas Krokant hinzu. Das passt gut zu der Torte. Ihr könnt aber auch die Nüsse einfach noch nehmen, wenn ihr noch Cashews habt und die schön geröstet habt, die gerade zerkleinern dazugeben. Und ich gebe jetzt einfach noch ein bisschen Krokant hinzu und vermische das, damit das auch reicht für die Torte. Können etwas grober sein, dann kann man sie gerade noch mit den Händen so ein bisschen zerbröseln oder etwas feiner. Und dann können wir uns jetzt die Torte erstmal am Rand schon mal eindekorieren. Los geht's. Wie immer nehmen wir uns den Krokant auf die Teigkarte und drücken ihn vorsichtig außen an. Nehmen ihn wieder vor und ziehen ihn weiter rum. Schauen, dass man bis oben an den Rand kommt. Das Ganze mit dem Backpinsel jetzt abfegen und dann können wir uns hier oben an die Dekoration machen. Die weiße Creme habe ich mir jetzt in einen Spritzbeutel mit Lochtülle gefüllt und die dunkle Creme in einen Spritzbeutel mit einer Sterntülle. Und jetzt können wir uns die Torte schön dekorieren. I've seen those faces, I've heard all the lies. Das Gitter ist schon mal fertig. Jetzt kommt unser Schneckenrand. Übt das einfach, die S-Form jetzt für den Schneckenrand einfach nicht auf der Torte üben, sondern beiseite und dann auf die Torte gehen. Also einfach immer so kleine halbe S spritzen, hochziehen und runtergehen und den Druck nachlassen. Und dann die nächste aufsetzen. Hochziehen, Druck geben und runterziehen. Und so haben wir dann einen wunderschönen Rand, wenn wir das ringsrum hinkriegen. Hierbei muss man auch ein bisschen schnell arbeiten, da die Handwärme die Creme etwas anschmilzt. Wenn ihr länger braucht, müsst ihr zwischendurch vielleicht kühlen.
wunderschön sieht das Ganze schon aus. Jetzt könnt ihr euch natürlich richtig austoben. Ihr könnt noch Blüten hier reinsetzen. Ihr könnt Kastanienblüten aufsetzen, wie es ganz klassisch gemacht wird. Das werde ich machen und dann ist die Torte für mich fertig. Kastanien deswegen, weil das wohl zum Wahrzeichen der Stadt gehört, der Stadt Kiew. Dazu brauchen wir eine kleine Blümchentülle. Dann nehmen wir uns noch eine Blatttülle, spritzen noch die Blätter auf und dann können wir eigentlich auch schon probieren. Los geht's, die Kastanienblüte. Momentan blühen sie zwar nicht, aber egal, das muss einfach trotzdem, auf diese Torte muss das drauf. So, unsere 3 Kastaniendolden sind fertig. Jetzt fehlen noch die Blätter, dazu färbe ich mir einen ganz kleinen Rest der Creme noch grün und dann mache ich noch rosa Pünktchen für die Kastanienblüten obendrauf. So, aber zunächst fehlen uns ja noch die Stiele der Dolden, deswegen, die kommen natürlich auch noch hin. Dafür habe ich mir einfach so ein bisschen von der Creme noch grün eingefärbt. Und jetzt werde ich mir hier vorne eine Blatthülle dran machen und noch die Blätter spritzen. Jetzt fehlt noch das allerletzte und zwar die kleinen Pünktchen, die kleinen rosa Pünktchen hier in der Mitte der Doldenblüten. Dafür habe ich mir jetzt noch etwas ganz klein bisschen rosa mit einer Lochtülle, das ist die Stetter 2 und spritze mir jetzt einfach noch diese winzigen Pünktchen hier auf. Wenn ihr so eine Blütentülle verwendet, dann ist in der Mitte auch schon ein Loch, genau für diesen Zweck. Meine Kiewer Torte ist fertig. Ich freue mich jetzt total aufs Probieren und ich stelle sie aber vor dem Anschnitt noch mal eine Stunde in den Kühlschrank bzw. in den Tiefkühler eine halbe Stunde, denn dann festigt sich die Creme einfach eine Stunde mindestens in den Kühlschrank. Sie darf auch gerne 3 bis 4 bis 6 Stunden durchziehen. So, unser Törtchen ist schön gekühlt und ich werde sie jetzt anschneiden. Ich bin sehr gespannt. Und hier kommt unsere Kiewer Torte, ein Traum aus Baiser und Creme. So, dann lasst uns das Kiewer Törtchen probieren. Und hier haben wir jetzt die Baiser-Böden und die Creme in einem. Das wird fantastisch schmecken. Ich probiere es. Einzigartig. Kann man nicht beschreiben. Wirklich Hammer. Super, super lecker. Wahnsinnig. Also, die Torte schmeckt fantastisch lecker. Ihr müsst sie unbedingt ausprobieren. Es ist wirklich ein absolutes Meisterwerk der Konditorkunst. Die Kombination aus diesen knusprigen, soft knusprigen, je nachdem wie lang man sie backt, Baiser-Böden, kombiniert mit dieser fantastischen Crème Pâtissière. Leute, ich kann gar nichts mehr sagen. Ich bin echt platt. Ein super, super tolles Törtchen. Das war die wunderbare, über die Landesgrenzen hinaus bekannte Kiewer Torte. Eine fantastische Spezialität aus der Ukraine. Wir stehen alle mit euch solidarisch zusammen und dies hier soll für euch sein, für die Ukrainer, alle, die ihr Land verteidigen und alle, die auf der Flucht sind. Vielleicht ist in eurer Stadt jemand angekommen aus der Ukraine. Diese Menschen würden sich sicher wahnsinnig freuen, wenn ihr die Torte für sie zubereitet. Ich hoffe, dass wir alle eines Tages wieder gemeinsam, auch mit dem russischen Brudervolk, Torte essen können, Tee trinken können. Und ja, dafür soll dieses Video ein kleiner Beitrag sein. Hier unten in der Infobox findet ihr alle Links zum Rezept,
zum Nachlesen, zum Ausdrucken und natürlich auch einen Link zum Spenden für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Vergesst bitte auch nicht, mir einen Daumen nach oben zu hinterlassen, wenn euch das Rezept gefallen hat. Bitte abonniert auch den Kanal, die kleine Glocke auch drücken, dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen und ihr könnt das Video auch teilen mit dem Teilen-Button unter dem Video. Habe ich noch was vergessen? Bis nächste Woche um 10 Uhr hier wieder am Sonntag zu einem neuen Torten- oder Kuchen-Video. Ganz viel Spaß beim Nachbacken wünsche ich euch und eine friedliche Welt. Bis dahin macht's gut. Tschüss!